Hi, ich bin's wieder, Francisco. Mir ist Folgendes aufgefallen: Wir Terrarianer ähneln sehr den Kröten. Kröten wandern nämlich immer wieder an den für sie wichtigsten Ort. Auch wir Terrarianer, wir strömen mehrmals pro Jahr sogar an den für uns wichtigsten Ort, nämlich Hamm. Also wir haben jetzt 3:30, mitten in der Früh, da steht man ja auch mal gerne auf dafür. Aber wieso fahren wir jetzt nach Hamm? Was heißt Hamm? Unter Terrarianern weiß jeder, was Hamm ist. Hamm ist die größte Terroristikbörse, auf jeden Fall in Deutschland, auf jeden Fall europaweit und auch der Welt. Also da finden sich die ganzen großen Züchter aus aller Welt, kann man wirklich sagen, zusammen. Und dort kann man die krassesten Arten kaufen. Also wenn man Top-Arten haben will, da geht man hin. Da kommen Leute aus Spanien, da kommen Leute aus Tschechien, aus Rumänien, auch weiter aus dem Norden, also Norwegen oder so. Die kommen da alle her, bis nach Hamm, Stunden, weil sie fliegen dahin, zum Beispiel aus USA oder auch aus Japan. Also das ist eine internationale Börse von Tieren. Und da gehen wir jetzt natürlich für euch hin, weil wir die einmalige Gelegenheit haben, das zu filmen. Wir als YouTube-Kanal der Reptilia haben nämlich die erste Möglichkeit in der Geschichte der Menschheit, dort zu filmen für euch. Also es ist wirklich eine einzigartige Gelegenheit. Viel Spaß dabei. So Leute, wir sind jetzt schon fast, also noch eine Stunde ungefähr, aber dann sind wir da. Schaut mal, es ist jetzt auch schon hell geworden, hatten einen mittelschönen Sonnenaufgang. Also jetzt sind wir dann bald in Hamm. So Leute, wir sind jetzt hier auf dem Parkplatz und wie ihr hier sehen könnt, hier sind Nummernschilder wirklich aus allen Ländern gefühlt. Also hier kommen die aus Tschechien, aus Polen, von überall her. Also hier habt ihr auch schon Anbieter, dort und dort. Da hinten sieht man auch schon das Zelt von der DGHT. Die DGHT ist der größte Zusammenschluss zwischen professionellen Herpetologen und Terrarianern. Super wichtig, und dort haben die auch ihr Zelt. Da haben wir auch schon eine fette Schlange, wie ihr sehen könnt. Die wird später nochmal viel länger. Aber wir gehen jetzt erstmal rein. So, da ist jetzt der Eingang für die Einmeldung. Da gehen wir uns jetzt erstmal anmelden. Und dann ging's los. Bevor der große Ansturm ist, wo die ganzen Leute reinkommen, tausende von Leute kommen dann nämlich rein, habe ich versucht, noch mit einigen Züchtern das Gespräch zu suchen und ihnen so die wichtigsten Fragen rund um das Thema Terraristica Hamm zu stellen. Seht selbst, was dabei rausgekommen ist. Die Terraristica Hamm ist eine Riesenbörse. Was bedeutet das für dich? Ja, das ist ein Teil von meinem Leben. Ich bin hier halt seit ich 18 bin. Ich bin mit der Terraristica irgendwie auch groß geworden. Ja, das ist mein Hauptumsatzplatz hier in Deutschland. Und ja, ich lebe halt davon und lebe damit. Du bist ja auch einer der größten, wenn nicht so der größten Züchter von den Hakennassen. Welche Farbmorph ist zurzeit sehr angesagt? Also es gibt sehr viele, die angesagt ist. Das hängt dann immer ab, wen man fragt. In China werden andere geliebt als hier. Aber meine neueste Kreation zum Beispiel ist die Skullface. Die gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben halt mittlerweile. Das ist auch so eine der teuersten im Moment. Ja, und da hängt mein Herz natürlich dran. Dann, du bist ja auch einer der wenigen, der von der Terroristik leben kann, richtig. Was ist das Geheimnis des Erfolgs? Ja, eigentlich visualisieren, an sich glauben, niemals aufgeben, wenn mal härtere Zeiten kommen, ausharren, weitermachen und die Menge macht's aus. Was bedeutet Hamm für die Terroristik allgemein? Also Hamm ist ja wie ein Mekka geworden für die Terroristik. Das, was in den USA Daytona ist, das ist ja Terraristica Hamm für Deutschland, für Europa, auch für die Asiaten. Ja,
Vielen Dank. Ja, viel Erfolg dir noch. Dankeschön. Also, wir sind jetzt hier beim Drogenparadies bei eurem Stand und ihr setzt ja besonders auf Nachzucht. Wieso? Also, wir haben uns vor einigen Jahren entschlossen, ganz aus dem Bereich Wildfänge rauszugehen. Nicht, dass wir generell gegen den Import von Wildfängen sind. Also wir finden, dass Wildfänge für den Spezialisten immer noch gut handelbar sind, aber eben vielleicht nicht für den Einsteiger. Unser Hauptmarkt ist nicht heute auf der Terroristika. Treffen wir natürlich viele Spezialisten, aber unser Hauptmarkt sind so Fachgeschäfte und die verkaufen meistens an den Einsteiger. Und der Einsteiger sollte mit dem Tier auch anfangen, dass er sehr gut handeln kann. Bei einem Wildfang weiß man nicht alles, was hat das Tier für eine Vorgeschichte. Das kann man bei unseren Tieren, größtenteils der eigenen Nachzuchten, wunderbar nachvollziehen. Dann, es gibt ja viele unaufgeklärte Leute, die sich immer wieder wundern, wieso die in so kleinen Boxen jetzt sind. Wieso ist es aber eigentlich wichtig, dass die in so kleinen Boxen jetzt sind? Na gut, ich sag mal, als wir damals alle hier in den 90er Jahren auf der Terroristika waren, da wurde größtenteils wurden die Tiere aus Terrarien verkauft. Das für den Nicht-Sachkundigen wirkt das vielleicht schöner oder angenehmer oder natürlicher. Die Tiere haben aber unheimlich viel Stress. Die Tiere in den relativ kleinen Kartons Becken haben also die Möglichkeit, sich zu wenden, haben aber auch einen relativ sicheren Rückzugsort. Und deswegen können die Tiere auch mit der Verpackung gleich übergeben werden. Die müssen nicht mehr umgesetzt werden, die müssen nicht mehr gehandelt werden. Für die Tiere ist es einfach besser. Ja. Welche Tiere sind besonders beliebt zurzeit? Es gibt natürlich in der Terroristik Modewellen, die bestimmte Tierarten betreffen und das geht meistens im Bereich Farbenraum. Also das heißt Königsbüton haben wir eine große Welle, jetzt ist es glaube ich Hakennasen oder Kronengeckos oder Badagamen und so weiter. Da sind so ein bisschen die Trends. Bei den relativ, muss man sagen, auch einfach zu handelnden Tieren. Ja? Bei den komplizierteren Sachen wie bei Chamäleons, da ist die Nachfrage immer ganz konstant über die ganze Zeit. Das machen halt nur bestimmte Leute. Und naja, ansonsten würde ich sagen, es geht schon der Trend hin zu dem, auch würde ich sagen, zur Nachzuchten. Die Nachfrage nach Wildfängen ist auch zum Beispiel völlig eingebrochen. Weil die Leute einfach auch, die werden einfach auch schlauer, belesener und die ganze Branche ändert sich. Und hier Hamm ist ja so eine der größten, oder wenn nicht die größte Terroristikbörse. Was bedeutet das für euch, Hamm? Also, Hamm ist eine wirklich spezielle Börse, weil in Hamm treffen wir wirklich alle Leute, die in dieser Branche von Bedeutung sind. Es ist, obwohl es eine öffentliche Börse ist, es ist eigentlich fast keine Verbrauchermesse, sondern eine Fachmesse. Also hier sind die wichtigsten Züchter weltweit unterwegs, die wichtigsten Anbieter weltweit, die wichtigsten Hersteller von Zubehör weltweit. Man sieht alle neuen Trends, man tauscht sich aus. Also einfach ein herrliches Treffen von wirklich guten Leuten. Also dann vielen Dank und viel Erfolg euch. Ja, besten Dank. Hallo Felix, danke, dass ich hier Fragen stellen darf. Du bist ja leidenschaftlicher Terrarianer und arbeitest auch beruflich im Zoo Frankfurt. Wie nützt dir dieses Wissen der Terroristik in deinem Beruf? Das ist natürlich schön, wenn ich mich als Bautechniker tatsächlich in die Situation der Tierpfleger hineinversetzen kann und auch so ein bisschen Ahnung von der Biologie der Tiere habe. Mein Interessengebiet ist ja tatsächlich auch nicht nur die Terroristik, sondern ich interessiere mich für Kleinsäuger, Großsäuger. Und das hat mir natürlich auch beruflich durchaus den einen oder anderen Vorteil gestellt. Die Terroristiker haben jetzt eine riesige Tierbörse, weltweit auch eine der größten, wenn nicht sogar die größte. Was bedeutet diese Terroristikbörse für die Gesellschaft? Für die Gesellschaft, einerseits ist es einfach ganz wichtig, du kannst nur schützen, was du kennst. Und ich finde es eigentlich ganz wichtig, dass auch junge Leute an die Terroristik rangeführt werden und ein gewisses Verantwortungsbewusstsein für ein Tier übernehmen. Und was gibt es Besseres als ein Terrarium, wo du wirklich ein Tier deutlich artgerechter halten kannst als das klassische Haustier wie Hund und Katze oder Meerschweinchen, denen man im Regelfall gar nicht mal so gerecht wird. Und das können wir heute mit unseren technischen Möglichkeiten in der Terroristik perfekt. Wieso ist Hamm wichtig für die Terroristik allgemein? Das ist natürlich der Treffpunkt schlechthin, muss ich gestehen. Also ich selber bin nicht hier, weil ich Tiere, ab und zu tauschen wir mal Tiere hin und her, aber ich habe jetzt auch nur Futtertiere dabei. Aber für mich ist einfach der Kontakt
zu den Leuten ganz, ganz wichtig. Ich treffe hier Freunde aus den USA, aus der Schweiz, aus ganz Europa, aus Asien. Und das ist der Punkt, wo man hier wirklich 3-4 Mal im Jahr zusammenkommt und einen ganz wichtigen Austausch pflegt, weil das persönlich ist einfach immer noch viel besser als nur per E-Mail oder per Telefon. Dann vielen Dank und viel Erfolg. Danke dir. Also hallo Patrick, danke, dass ich dich befragen darf. Du kommst ja aus Saarland und es ist ja ein echt weiter Weg bis hierher. Wieso gehst du trotzdem so weit extra für Hamm? Ja. Hamm, also Terroristica, ist im Grunde mehrfach im Jahr die Möglichkeit für versierte Terrarianer sich zu treffen, ihre Tiere untereinander auszutauschen und vor allem ja, für die Community, um sich zu treffen, Freunde zu treffen, Fach zu simpeln. Im Grunde viel mehr als das, was man eigentlich auf dem Plakat sieht, dass es eine Terroristikbörse ist. Für mich persönlich ist es weniger die Börse, sondern die Möglichkeit, Freunde und Menschen mit gleichen Interessen zu treffen und das auf einer internationalen Basis. Welche Arten züchtest du aktuell und welche sind deine Lieblingstiere zurzeit? Ja, also grundsätzlich interessiere ich mich für die gesamte Herpetologie, Reptilien, Amphibien, aber schon seit Jahren sind meine Lieblinge die Geckos. Ich habe zu Hause zwar auch noch Schildkröten und Leguane und diverse andere Echsen, aber mein Hauptaugenmerk gilt den Geckos. Was macht für dich verantwortungsvolle Terroristik aus? Ja, verantwortungsvolle Terroristik lebt natürlich in erster Linie von der notwendigen Sachkunde. Ja, das sollte natürlich jeder Pfleger haben und dementsprechend verantwortungsvoll mit seinen Tieren umgehen. Welchen Beitrag leistet die Terroristik für den Artenschutz? Ja, also wie man es hier ja auch sehen kann, wird in der Terroristik eine Vielzahl von Arten gezüchtet. Ja? Allerweltsarten, die teilweise schon über Farbformen gezüchtet werden, aber halt auch Arten, die in ihren Lebensräumen hoch bedroht sind, weil diese zerstört werden. Und über die teilweise in ihren Bedingungen oder Lebensbedingungen gar nicht viel bekannt ist. Und aus der Terroristik, das sieht man ja auch über die Publikationen der Reptilia zum Beispiel in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mittlerweile, ist ein riesiger Schatz an Wissen entstanden über die Arten, über ihre Bedürfnisse, über ihre Fortpflanzungsbedürfnisse. Und all das trägt natürlich dazu bei, diese Tiere auch in der Natur zu schützen. Es gibt ja Leute wie den grünen Landwirtschaftsminister Özdemir, der wollte Positivlisten einführen. Das heißt ja, wir könnten dann nur noch einen Bruchteil der aktuellen Arten hier halten. Aber wie würde sich das auswirken auf den Artenschutz oder generell Terroristik? Ja, Positivlisten heißt ja erstmal auch die Frage, was für Arten auf diese Positivlisten kommen. Ja? Und da sehe ich jetzt im Vergleich mit anderen Ländern, die vielleicht schon Positivlisten fälschlicherweise und unfundiert eingeführt haben, eher Arten, die über den Artenschutz wenig Schutz bekommen würden, weil es halt Arten sind, die auch in der Natur wenig bedroht sind, auch in den Terrarien weit verbreitet sind. Und die Frage ist natürlich auch, was Positivlisten überhaupt bringen. Also wenn man zum Beispiel mit dem Sachargument kommt, dass die Tierheime angeblich überlaufen mit irgendwelchen speziellen Arten, dann sind es aber auch komischerweise genau die Arten, die auf den Positivlisten nochmal zu finden sind. Das heißt, das Problem würde damit nicht verringert werden, sondern wahrscheinlich sogar auch noch verstärkt. Dann vielen Dank. Gerne. Viel Erfolg hier. Danke. Bevor das Video jetzt weitergeht, natürlich nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, die Glocke aktivieren, das Video zu liken, zu kommentieren, weiterleiten, alles machen. Jetzt geht's weiter. Du bist ja Zoodirektor der Wilhelma und sammelst als Direktor eines Zoos viele Erfahrungen. Wie kannst du diese Erfahrungen auch in der Terroristik dann einsetzen? Ja, ich komme ja sogar sozusagen von der Terroristik. Ich halte seit über 40 Jahren Reptilien und insofern bin ich Tierhalter von Haus aus und habe mich dann in die Zookarriere sozusagen begeben. Aber natürlich hat man einen guten Überblick über die Tierhaltung weltweit und lernt immer dazu und kann das natürlich auch in die Terroristik einfließen lassen.
Wir haben es ja eine riesige Terroristikbörse, wo viele herkommen. Was bedeutet diese Terroristikbörse für dich? Für mich ist es auch immer sehr viele Freunde aus dem Hobby zu treffen, weil ich, wie gesagt, so lange schon in der Terroristik dabei bin, auch DGHT-Mitglied bin. Und es ist immer toll, sich hier zu vernetzen und die Leute zu treffen und auch mal zu schauen, was sonst so am Markt und in der Terroristik so los ist. Also immer wieder ein tolles Highlight. Welchen Beitrag leistet Terroristik zum Artenschutz? Ja, es gibt ja doch Tiere, die tatsächlich relativ bedroht sind bei den Reptilien und Amphibien. Und gerade solche privaten Züchter sind auch wichtig für die Programme. Bei den Zoos ist es so, dass wir natürlich sehr großen Schwerpunkt auf die großen Säugetiere und so weiter haben. Aber alleine von den Zoos aus werden wir kleine spezielle Amphibienarten nicht erhalten können. Und insofern gibt es ja auch dieses Projekt Citizen Conservation. Und da sind dann wirklich engagierte Hobbyhalter, die sich wirklich für den Artenschutz engagieren. Und da kann man gemeinsam auch gute Dinge erzielen. Vielen Dank, viel Erfolg noch. Ja, danke ebenfalls. Hola, mucho gusto. Haben es súper lejos de España, ¿no? De hecho, no estamos nosotros en España, estamos en Francia. Sí, venimos de Francia, del norte de Francia, del noreste de Francia. ¿Y cuántos kilómetros fueron? ¿Cuántos kilómetros? Tenemos como ida y vuelta, como 1200 kilómetros. ¿Por qué te viniste de tan lejos hasta Hami? ¿Qué significa para ti? Venimos de lejos porque pues, es algo que casi toda la gente que es reproductora de reptiles pues, tiene que hacer en su vida. Nosotros ya es la segunda o tercera edición que venimos. Y venimos aquí porque vendemos animales que nuestro pueblo, que nuestra ciudad no logramos vender porque son más caros son caros. Sí. Okay, muchas gracias. De nada, muchas gracias. Hallo Stefan, danke, dass du mal vorgestellt hast. Also Terroristiker haben es ja so mit einer der größten, wenn nicht sogar die größte Terroristikbörse. Was bedeutet Hamm für dich? Oh je. Also das ist heute die 84. Ich habe 3-mal gefehlt, das heißt, ich war 81 Mal hier in Hamm. Es ist die größte weltweit, ich war ja auf sämtlichen anderen Messen weltweit, es ist die größte Messe weltweit und von dem her muss man hier sein und was. Und dann bist du ja auch noch einer, also wahrscheinlich der bekannteste hier, was auch zum Beispiel die Zucht von Königsbjörns angeht. Was ist gerade so im Trend, was ist das Neueste? Also wir haben jetzt ja eine neue Morph gezogen, die Joker Ball heißen die. Habe ich aber nur 2 Weibchen dieses Jahr abgegeben. Die sind noch extrem hochpreisig, aber ein Weibchen 20.000 oder sowas. Also ist jetzt wegen blöd, den Trend am Preis festzumachen, aber wenn die Leute 20.000 für Weibchen zahlen, dann ist das wohl weg der Trend. Ja. Ansonsten so Sunset ist gerade immer noch gehypt. Insgesamt haben wir natürlich immer ein Up and Down und es gibt viele Züchter Königspythons, aber es ist auch nach wie vor die meistverkaufte Schlange. Also wenn ich gucke, wir verkaufen im Jahr 1.000, 2.000 Königspythons, also von dem her, es ist einfach nach wie vor die Nummer 1 Terrarienschlange. Und was bedeutet Hamm für Terroristen? Naja, es ist halt schon der weltweite Treffpunkt. Ne? Also egal ob Japan, USA, Asien, also Europa sowieso, kommen halt alle hierher und man trifft sich und man macht Geschäfte oder tauscht Tiere aus und so weiter. Das ist definitiv die größte weltweit. Dann, du bist ja auch einer der wenigen, die auch davon leben können, richtig. Was ist denn so das Geheimnis des Erfolgs? Also ich mache es seit über 30 Jahren. Ich glaube, man muss zuverlässig sein, korrekt sein. Also so eigentlich die klassischen Tugenden, ob ich jetzt Reptilien verkaufe oder in der Klamottenbranche wäre oder egal was. Du musst es halt anständig und korrekt machen. Also ich bemühe mich, also ja, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, also das sind so die einfachen Tugenden im Leben. Ich glaube, wenn man die macht, dann klappt es auch. Was war so das tollste Tier, das du jemals hier dabei hattest? Was ich dabei hatte? Also wir hatten ja mal eine 2-köpfige Boa, die hatte ich mal dabei zum Zeigen. Die habe ich nimmer, die habe ich jetzt nach Asien verkauft. Das war bestimmt das teuerste, ein wenig spektakulärste Tier. Ja, ansonsten es gibt immer mal wieder irgendwelche coolen neuen Sachen. Weißer Nilwaran hatte ich letztes Jahr oder immer bei den Königspythons diese Joker Balls, die ich vorher
erwähnt habe. Ja, gibt immer tolle Sachen, aber es muss ja nicht immer was extrem teures sein. Ich habe jetzt heute von einem so Geckos gekauft, total seltener Gecko. Das sind so kleine, so hübsche kleine Geckos. Also an denen freue ich mich. Die haben ein paar 100 € gekostet, aber habe ich noch nie gehabt. Die sind spektakulär. Also es muss nicht immer immens teuer sein. Alles klar. Ja, viel Erfolg deinen Videos. Hier alles gut, aber hier ist das Beste. Da, schaut. Die Terroristica Hamm ist nicht nur die größte Terroristikbörse der Welt, sondern ist auch seit Jahrzehnten eine echte Institution. Veranstaltet wird sie von Frank Izaber und von Nicole Joswig. Hier könnt ihr sehen, das war die 84. und dort drin ist auch ein Grundrissplan. Da könnt ihr nämlich sehen und euch vielleicht besser etwas darunter vorstellen. Ihr seht hier zunächst die Tribünenhalle. Allein die könnte schon eine eigene Terroristikbörse für sich sein, also schon groß genug. Dann haben wir hier noch das Zelt und hier die riesige zentrale Halle. Dort sind Reihen um Reihen an Tischen, unzählige Anbieter, tausende von Arten. Und dort findet ihr eigentlich alles, was ihr irgendwie suchen könntet, da kriegt ihr alles. So, seht ihr, die Schlange ist jetzt riesengroß, jetzt ist Einlass. Vor allem, die geht hier und dann einmal da um die Ecke. Das heißt, es geht los, die Terroristica Hamm wird eröffnet, die ganzen Besucher kommen rein. Und ich schnapp mir jetzt die Kamera, nehme euch mit, zeige euch die Atmosphäre, die dort jetzt herrscht. Geh durchs Getümmel und film ein bisschen für euch, damit ihr mal seht und ihr genießt jetzt bitte schön die Atmosphäre. Let's go! Hier kommen wir jetzt ins Zelt, hier gibt es Futtertiere, Zubehör, ihr könnt euch was zum Essen holen auch. Pflanzen gibt es auch viele dort. Leute, natürlich nicht vergessen, es gilt normalerweise ein absolutes Film- und Fotografieverbot bei der Terroristica Hamm. Ich hatte die erste Genehmigung überhaupt hier zu filmen, deswegen seht ihr, ich laufe hier die ganze Zeit mit einem von der Crew mit. Jetzt können die noch untereinander alle, ne? Ja, aber nachher ist ja auch nicht mehr aneinander. Was ist nun aber mein persönliches Fazit zur Terroristica Hamm? Natürlich ist es eine riesige Börse und es ist natürlich nochmal ein ganz anderer Eindruck, wenn man wirklich vor Ort ist. Dort gibt es wirklich richtig viele Anbieter aus allen möglichen Ländern.
Ich hatte tolle Gespräche mit verschiedenen Leuten, natürlich auch die Interviews, die ihr jetzt gesehen habt. Alles, was ihr rund um das Thema Terraristik sucht, findet ihr dort. Also Zubehör fürs Terrarium, Literatur, Futtertiere, also alles Mögliche. Und nicht zu vergessen natürlich alle möglichen Arten, also tausende von Arten, spannende neue Morphen von Kronengeckos, Hagennasennattern, natürlich Königshüterns wieder richtig viele und Kornnattern, aber auch wieder viele seltene Tiere, Indigonattern oder Moosfrösche, tolle spannende Schlangenarten generell, aber auch viele spannende wirbellose Tiere, Gottesanbeterinnen oder Tausendfüßer, Hundertfüßer, Vogelspinnen, alles Mögliche dabei. Also egal welche Tierart ihr sucht, ihr werdet die wahrscheinlich in Hamm finden. Also an alle, die jetzt die 84. Terraristika Hamm verpasst haben, kein Problem. Der nächste Termin wäre jetzt am 14.09.2024. Aber auch online könnt ihr einfach gucken, wann immer so die nächsten Börsen sind und dann verpasst ihr auch gar nichts eigentlich. So, das war's jetzt schon fast mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, also das war jetzt mal was Neues, ne, mit den Interviews und dem Ganzen, dann schreibt es gerne in die Kommentare, ich würde mich sehr darüber freuen. Dann können wir das ja in Zukunft mehr machen in der Art. Auch ich habe mir vielleicht die eine oder andere coole Art gekauft. Wäre ja eine Schande, wenn man von Hamm zurückkommt und nichts mitbringt. Falls ihr wissen wollt, welche Tierarten das sind, dann schreibt es in die Kommentare und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren mit der aktivierten Glocke, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.